Los geht sie, die Reise auf dem Weg zum Titel, um unsere Vergangenheit, die uns eingeholt hat, zu beenden und um Buffon den Champions League Titel endlich, wenn auch nur virtuell, mal zu sichern. Mit der Juve-Hymne im Hintergrund, sehr, sehr geil. Regnerisches Wetter, AC Mailand gleich mal zu Beginn, richtig starker Gegner. Wisst ihr ja, muss ich euch nichts Neues sagen. Mit einer der schönsten Hymnen in Europa, wie ich finde. Juve Story di un grande amore. Ich glaube, das kann jeder für sich selber übersetzen. Sehr, sehr schön. Dann wollen wir es also mal angehen. Die Götter im Hintergrund singen auch schon. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe mir nochmal zwei Leute geholt. Und zwar einmal den Kevin Schade, der jetzt bei Brentford in echt ist, für die rechte Seite. Einfach nochmal ein junger, schneller Mann. Da haben wir ja eigentlich den Kulusewski und auch so eigentlich richtig guten Ersatz. Und dann nochmal einen, ja, ich will nicht sagen Regent, nochmal einen jungen Stürmer, auch Schwede. Ob das der Regent von Ibrahimovic ist, weiß ich jetzt nicht. Der ist nämlich nicht so groß wie Ibrahimovic. Aber sehr, sehr vielversprechend auf jeden Fall. 19 Jahre, 75er Gesamtstärke. Da werde ich dann auch mal gucken, wie ich die im Spiel und in der Saison einsetzen werde. Wie gesagt, wir haben eine lange Reise vor uns, aber wir haben auch Großes, das wir erreichen wollen. Und warum fangen wir nicht heute an mit einem Sieg gegen den AC Mailand? Wie gesagt, das erste Mal mit einer ganz anderen Formation, mit einer Dreierkette. Vorne mit Vlahovic und mit Chiesa, außen mit Kostic. Wie gesagt, das Mittelfeld mit Paul Pogba, mit Weston McKennie und mit Eduardo Camavinga. Das kann sich auch sehen lassen. Und dann mit Alaba und Bremer und ein Dicker in der Innenverteidigung. Also es gibt schlechtere Mannschaften auf jeden Fall. Aber jetzt müssen wir es halt auch auf den Platz bringen hier, ne? Wie es so gerne heißt. Bin sehr, sehr gespannt. Und hoffe natürlich hier gleich mal auf einen richtig guten Start. Aber AC Mailand, seht ihr schon, hinten reingedrückt von uns. Erste Flanke kommt. Erste Chance vielleicht. So wird das wahrscheinlich die ganze Saison lang über sein. So ähnlich wie mit dem BVB, also hoffe ich zumindest. Und wenn am Ende dann der Titel dasteht, dann habe ich schon mal ein Ziel, was ich erreicht habe. Und dann will ich, wie gesagt, Buffon versuchen, den Champions League Titel zu gönnen. Das ist, wie gesagt, einer seiner wenigen Titel, die er noch nicht in seiner Karriere gewonnen hat. Neben der Europameisterschaft fehlt ihm halt die Champions League und wieso nicht wenigstens virtuell. Da könnten wir auf jeden Fall einen großen Schritt machen. Jetzt erstmal Mailand mit der ersten Chance und die Führung. Die kalte Dusche hier im Regen. Erstes Gegentor, Viertelstunde rum. Das geht ja prächtig los hier. Und ausgerechnet gegen Mailand, gegen die ich in FIFA 15 die beiden Saisons, ja, den kürzeren gezogen habe. Schön gespielt, TDR Aue, ist natürlich viel zu viel Platz. Die Lücken, da sind sie einfach zu groß. Und dann das 1:0 durch Charles de Kettelare. Italienischer Stadion-Reporter, Stadionsprecher auch sehr, sehr schön. Vielleicht habe ich nach dem Spiel schon entschieden, dass ich nicht mit einer Dreierkette spiele, aber das muss ich auch erstmal alles sammeln hier, alles finden. Ich glaube, eine Dreierkette haben wir auch schon öfter mit Dortmund gespielt, die ist gar nicht so verkehrt, aber wir werden zunächst mal hier völlig überrollt. 2:0, 20. Minute. Ja, so hat man sich einen Einstand natürlich vorgestellt. Eieiei, wir werden hier komplett an die Wand gespielt. Bislang. Das kannst du natürlich so nicht machen. Hier auch wieder große Lücken, viel zu viel Platz und dann ein Dicker. Muss ich halt entscheiden, ob er rausgeht oder nicht. Raffaella Leão. Ja, momentan geht noch nicht so viel. Um es mal ganz vorsichtig auf Deutsch zu sagen. Da geht noch nicht so viel, aber vielleicht müssen wir uns erstmal reinspielen. Vielleicht muss die Anfangsnervosität erstmal weg. Oder wir müssen erstmal anfangen, hier einfache Pässe zu spielen. Großer Verein, Juve, auch große Skandale. Jetzt gerade haben sie auch wieder 10 Punkte, die sie abgezogen bekommen am Ende der Saison. Es waren mal 15, dann wurden sie wieder raufgerechnet. Jetzt sind es dann nur noch 10 Punkte, aber auch somit, glaube ich, werden sie die Champions League nicht erreichen. Von daher haben sie nächstes Jahr europäisch im besten Fall die Europa League, vielleicht auch gar nichts. Es gibt erstmal hier einen Fall. Also wir machen ja Druck, ne? Ich muss jetzt erstmal gucken, die Außenspieler, die Schienenspieler, ne? Kulusewski und Kostic, die müssen halt sowohl nach vorne als auch nach hinten dann mitarbeiten, das ist natürlich ganz klar.
Aber ganz besonders in der Mitte hier, die Lücken, die müssen wir einfach zukriegen wieder. Charles de Kettelare. Auch wieder ein Name wie ein Gedicht. So, und wenn wir jetzt schnell umschalten, vielleicht die Chance, Kamavinga, schickt da Kostic, ja, aber das ist zu einfach. Das ist halt zu leicht. Und dann müssen sie auch direkt wieder nach hinten kommen. Das ist sehr, sehr anstrengend, physisch gesehen. Aber nicht jeder Schuss ein Treffer jetzt hier, ey. Das dürfen wir auch nicht zulassen. Ist bislang sehr, sehr luftig. Vor allem in der Mitte. Aber vielleicht ja jetzt. Chiesa, Kulusevski, schnell gespielt. Hernandez kommt nicht hinterher. Romero. Und jetzt fehlt da in der Mitte Vlahovic. Das ist halt das Problem. Wir müssen auch mal abschließen hier. Kamavinga braucht zu lang. Zweiter Versuch, noch ein Versuch. Und Chiesa und Vlahovic zum ersten, zum zweiten. Da ist doch der erste Schuss aufs Tor. Es geht ja. Also, vielleicht ist das jetzt hier der Auftakt gewesen zu einer Aufholjagd. Mal gucken, Kostic, kein Abseits. Ist aber keiner da. Da ist er und da ist der Anschluss. Ist er nicht? Doch, aber Abseits. Abseits durch Chiesa. Schade. Schade, schade. Ja, der Kameramann genau neben dem Schiedsrichter, dass er die besten Bilder hat. Hier, große Chance, passt nach hinten. Weston McKennie dann an den Pfosten. Tja, ärgerlich. Ärgerlich. Das wäre es natürlich gewesen. Vielleicht muss ich doch wieder auf die Viererkette umstellen. Aber Dreierkette ist halt eigentlich auch gut. Ich mache halt immer den Fehler, dass ich direkt dann im ersten Spiel, wenn es nicht läuft, dass ich dann gleich wieder, alles über den Haufen werfe. Das darf ich halt nicht machen. Man muss sich halt dann auch mal an so eine Formation gewöhnen. Weil die ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Bislang, Achtung, Indika, ja, die Ruhe weg. Ist halt nur die Frage, wie du es spielst, ne? Ist egal, welche Formation du hast, wenn der Einsatz nicht stimmt, dann kannst du noch so viele Formationenveränderungen machen. Dann hat das einfach gar keinen Sinn. So, wieder Chiesa, Vlahovic. Vielleicht auch mal so ein 4-3-3 in die Breite gezogen mit Vlahovic und Filip Kostic auf den Außen. Oder dann Chiesa, das ist ja auch nochmal eine Variante. Müssen wir gleich nochmal gucken in der Halbzeit. Aber bislang überläuft uns hier der AC Mailand. Das ist Wahnsinn. Corona und Madison. 3-0. Wir werden hier rund gemacht vor unseren eigenen Zuschauern. Das gibt's nicht, ey. Das ist mal ein Auftakt, da kannst du nur die Augen verdrehen. Fängt das schon wieder so an. Aber es ist ganz simpel. Guckt euch das an. Große Lücken. Vielleicht müssen wir doch wieder Viererkette machen. Das war, glaube ich, ein Experiment, das ganz schön in die Hose gegangen ist. Bislang 3-0 Madison. Aber es ist auch Wahnsinn. Guckt euch das an. Da kommt kein Pass an, kein Ball. Jeder Ball geht verloren. Und jeder Schuss ein Treffer bislang. Also das müssen wir, schnellstmöglichst irgendwie abstellen. Vielleicht hat sich die Dreierkette jetzt schon erledigt. Nach dem ersten Spiel, wenn ich das hier so sehe. Aber wie spielt denn der AC Mailand? Lass uns das mal gucken. Vielleicht ist das ein bisschen zu offensiv. Wie spielen die denn? Die spielen mit einem 4-3-3. Die haben so eine offensive Variante. So eine breite Variante. Was haben wir noch hier? Wir hätten ja auch ein 4-3-3 halten. Das wäre zum Beispiel die Formation, die ich mir vorstellen könnte. Da müsste aber Chiesa woanders hin. Dann müsste da zum Beispiel ein Schadin. Was ist denn, wenn ich Chiesa... Ja, der kann nur linker Flügel. Wenn ich das so mache... Filip Kostic kommt auf die linke Seite, dann kommt hier Alaba, macht halt mal den Rechtsverteidiger, ist ja auch nicht schlimm. Dann haben wir hier Pogba, der kann eigentlich da auch spielen, hier im ZDM. Ich weiß gar nicht, warum dann das Ausrufezeichen da ist. Das wäre zum Beispiel dann auch mal eine Variante, die könnten wir jetzt mal probieren. Müssen wir ja. Ich werde jetzt hier auf Pressing spielen, ich werde jetzt hier alles nach vorne werfen. Nochmal für die zweite Halbzeit. Weil, das kann es ja nicht sein, dass wir uns hier jetzt schon abschießen lassen. 3-0, ey. Dreierkette gleich mal wieder über den Haufen geworfen. Aber okay, ich möchte auch nicht von Anfang an hier vorne wegmarschieren, ne? Ich möchte auch, dass es bis zum Schluss wirklich spannend bleibt. Und wenn ich mir dann wieder ausgerechnet mit dem AC Mailand hier ein Duell bieten muss um die Meisterschaft und ich am Ende gewinne, dann nehme ich das gerne mit. So, vielleicht ja jetzt Aufholjagd. Vielleicht ist halt einfach die Viererkette meins. Vielleicht ist halt die Dreierkette auch einfach nicht meine Formation. Aber wie gesagt, du kannst noch so oft die Formation wechseln, wenn der Einsatz nicht stimmt, wenn der ganze Rest nicht hinhaut. Dann kannst du auch Fünferkette spielen. Das geht nicht. So, und der AC Mailand... Oh, das ist Wahnsinn. Das kann nicht sein, ey. Das sind große Abwehrlücken. Das ist der Hammer. Wie leicht das einfach geht, ey. 4-0. Das ist mal eine richtige Klatsche hier zum Auftakt. Unfassbar, wie leicht das auch geht.
Sehen wir das von meiner Wiederholung? Wahrscheinlich nicht, doch. Guckt euch das an. Ein Ball hinter die Abwehr, Bremer, keine Ahnung, was er da macht. Schlechtes Stellungsspiel und dann kriegt Castells natürlich in seinem ersten Spiel gleich mal 4 Dinger eingeschweißt. Boah, das ist natürlich, ja, sprachlos. Auf jeden Fall. Also ich hätte nicht gedacht, dass das hier so losgeht, ehrlich gesagt. Ich habe schon mit einem etwas positiveren Erfolg hier gehofft, aber puh, 4-0. Das ist natürlich mal ein Hammer, aber gut. Was willst du machen? Vielleicht mal jetzt den Anschluss hier über Vlahovic. Das geht doch. Und sogar mit eigener Torhymne hier, geil. Und es kann so einfach sein und noch ist hier nicht Schluss. Wir haben noch 40 Minuten Zeit, 3 Tore sind mal schnell geschossen. Schönes Tor von Vlahovic übrigens. So kann es ja auch funktionieren. Also erstes Tor hier für uns. Immerhin mal ein Tor. Und vielleicht ist das ja, mal gucken, mit etwas Wohlwollen die große Aufholjagd. Wenn der AC Mailand 4 Tore schießen kann, dann können wir das schon lange. Vielleicht ja jetzt die nächste, abseits, okay, schade. Aber so muss es eigentlich gehen. Hier, das ist dieser Larsson, 75er Gesamtstärke. Den werde ich jetzt aber wahrscheinlich noch nicht einwechseln. Das ist noch nicht sein Spiel. Aber auch die Fehlpässe, das ist Wahnsinn hier. Vogelwild bei uns, wie sich das hier abspielt. Chiesa und jetzt Westmac, Kenny, Kulusewski. Oh, kommt nicht ran. Und dann natürlich Alaba muss wieder zurück. Innenverteidiger müssen da bleiben, wo sie spielen. Das nächste Spiel schon angekündigt in Florenz. Wenn wir so spielen, brauchen wir da gar nicht erst antreten. So, und wieder aufgepasst. Und jetzt das Umschalten. Das muss halt viel, viel schneller gehen. Vlahovic auf Chiesa. Das ist kein Abseits. Und wenn er jetzt mal ein bisschen aus dem Arsch kommt, dann kann er vielleicht aus spitzen Winkel was machen. Schade. Mignon ist da. Ich probiere jetzt nochmal alles. Vielleicht auch die gleiche Formation. Gucken wir einfach mal. Oder doch 4-2-3-1. Das wäre dann wieder meine Standardformation. Ich mache das jetzt hier nochmal. Und zwar setze ich dann... Nein. Hä? Was macht er denn? So. Kamavinga, nee, Zakaria will ich gar nicht reinbringen, aber Kamavinga würde ich da lassen. Dann ist Kostic, na komm, mach den hier zum Linksverteidiger. Warum hat der -7? Der kann doch auch Linksverteidiger, beziehungsweise linker Außenverteidiger. Verstehe ich nicht, warum der da -6 hat. Das kann ich leider nicht nachvollziehen, aber okay, ist mir vielleicht auch zu hoch. Dann lasse ich die hier alle mal vorne bleiben. So. Vorne bleiben. Und dann wollen wir nochmal gucken, ob vielleicht das funktioniert. Mit einem Zehner, vorne nochmal einen Stürmer. Aber im Prinzip, glaube ich, ist das Ding gegessen. Ich glaube nicht, dass sich hier der AC Mailand jetzt noch 4 oder 3 Dinge einhauen lässt. Guck mal, die machen Druck. Die pressen, das ist ja schön und gut. Mal gucken, vielleicht geht da doch noch was. Paul Pogba auf Kulusewski. Ja, schöner Ball hinter die Abwehr. Der muss rankommen und der ist drin. 2:4. Ball mitnehmen, Kulusewski. Es geht noch weiter. Noch 20 Minuten. Ach, nicht ins Tor schießen. Nochmal zur Sicherheit. Meinst du, das zählt doppelt oder was? Jetzt braucht er sich da gar nicht so feiern lassen. Weiter, weiter. Wir müssen noch 2 Tore aufholen. Aber schöner Ball hier von Pogba. Guckt euch das an. Zack. Mignon kommt raus. Natürlich großer Torwartfehler. Und Kulusewski dann rein ins Tor. Bravo, ragazzi. Aber es fehlen noch 2. Zu einem spektakulären 4:4. Gleich mal hier zum Auftakt gegen den AC Mailand, ey. Aber habe ich euch zu viel versprochen von dem Projekt? Ich glaube nicht, ne? Ich meine, 6 Tore schon allein im ersten Spiel. Das muss abseits sein. Ah, es gibt Foul. Freistoß, okay. Wir haben noch so 20 Minuten mit Nachspielzeit. Da kann noch einiges passieren, sowohl nach vorne als auch nach hinten natürlich. Charles Kettelare. Ist der echt Stürmer? Ich dachte, der wäre Mittelfeldspieler. Naja. Ist wohl an mir vorbeigegangen. So, wichtig ist bei uns immer, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Oh, ist auch ein Foul. Da kannst du auch mal eine Karte zeigen hier für Hernandez. So, nächster Angriff. Kulusewski. Braucht ein bisschen zu lange. Guck mal, hier brauchen wir dann eine Anspielstation. Da muss mal Pogba entgegenkommen. Da unten winkt Weston Kenny, Chiesa. Ja, komm, setzt er sich durch.
Jetzt muss einer in der Mitte sein. Kamavinga und wieder Vlahovic. Was ist das für ein Spiel? 3:4. Und es sind noch 20 Minuten. Ja gut, übertrieben gesagt. Eine Viertelstunde. Komm. Das wird hier eine große Aufholjagd. Aber endlich, es läuft. Überraschenderweise. Vielleicht doch zurück zur Viererkette. Keine Ahnung. Vlahovic mit seinem Doppelpack. Und Maignan wieder ohne Chance. Also zumindest ein Punkt hier. Ich will hier nicht mit einer Niederlage starten. Das sah echt schon katastrophal aus. Also zur Halbzeit hier 0:3 zurückzuliegen. Und jetzt sieht es ja eigentlich wieder ganz gut aus, dass wir sogar noch den Ausgleich schaffen. Und wenn dann noch genug Zeit ist, dann garantiere ich für nichts mehr. Dann ist sogar noch der Sieg möglich. Jetzt aber erstmal der Ausgleich. Da ist er! Was ist das denn? Du Scheiße. Federico Chiesa mit dem 4:4. Es geht genauso spektakulär weiter, wie wir in Dortmund aufgehört haben. Sensationell. Schweißt er das Ding auch da oben ein, mein lieber Freund. Aber jetzt ist halt auch wieder jeder Schuss ein Treffer, ne? Aber überlegt euch mal, 8 Tore zum Auftakt. Ja, Offensivspektakel vom Feinsten. Hat man mir versprochen. Habe ich euch versprochen und hier haben wir es. 4:4. Also ich glaube, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, heute gibt es eine richtige Reise. Schon nach dem 2:0 alleine, nach wenigen Minuten. Das war ja nicht mehr normal, ne? Aber trotzdem aufgepasst. Alaba. Als der Ball dann kommt wieder bei Charles de Kettelare und Castells. Hält ausnahmsweise mal einen Ball fest. Und jetzt sind es noch 5 Minuten mit Nachspielzeit. Wer holt sich hier den Sieg? Natürlich, jetzt will ich noch das 5:4. Ich meine, jetzt habe ich schon 4 Tore geschossen. Jetzt will ich auch noch ein 5. machen. Und ich glaube, die Chancen stehen dafür gar nicht mal so schlecht. Alaba, oh, kommt der an? Der kommt an sogar. Nach 3 Minuten. Noch einmal vorne Vlahovic irgendwie in das Spiel rein kriegen. Chiesa, Kostic. Komm, Kostic auf Vlahovic. Das wäre doch nochmal was. Da ist er. Der eine und da ist der andere. Und Maignan ist diesmal da. Schade, schießt doch mit dem Außenriss. Schießt doch mit dem Außenriss, Junge. Dann wäre da vielleicht mehr draus geworden. So, jetzt schießt aber erstmal ein anderer die Ecken hier. Pogba muss in die Mitte rein. Den sehe ich da auf jeden Fall als Zielspieler. Mal gucken, wer ihn bekommt. Da ist nochmal Chiesa. Vlahovic kommt nicht ran. Oh, und Alaba gegen Tonali vor sich. Der hat noch ein bisschen Wiese vor sich. Aber Bremer, pass auf. So, jetzt nochmal. Gegenangriff. Vlahovic, natürlich. Und da ist Chiesa mit der letzten Chance. Wahrscheinlich. Und wieder Maignan. Komm. Wir sind kurz davor, hier das Spiel komplett zu drehen. Eines der denkwürdigsten Spiele schon am ersten Spieltag hier. Oh, Maignan, muss er da oben rankommen. Der kommt sonst nie da oben an. Vielleicht mein Linksfuß, Philipp Kostic. Und dann Vlahovic oder so. Einfach mal einlaufen. Da ist er. Da ist Vlahovic. Zum ersten, zum zweiten. Zum dritten verkauft. Kriegen wir nochmal eine Chance? Ne. Das war sie, die letzte Chance. Wow, was ein denkwürdiges Spiel mit Voice Crack am Ende. Und einem 4:4 am ersten Spieltag. Das zur Halbzeit eigentlich ja undenklich gewesen war. 0:3, lagen wir schon zurück und dann drehen wir das Ganze hier noch zum 4:4. Wow, also wenn das so weitergeht in der Saison, ich glaube, dann haben wir Spaß. Dann wird das eine richtig kuriose Saison. Was ein Spektakel. Aber ihr seht auch bei Hellas Verona sind 5 Tore gefallen. Inter hat auch 5 Tore zu Anfang gemacht gegen Lecce. Also Wahnsinn. Das hat mir schon wieder 10.000 Jahre Nerven gekostet, ey. Naja, aber es geht weiter. Es geht auf jeden Fall weiter. Knie dich weiter rein. Und dann machen wir mal weiter gegen Florenz, würde ich sagen. Ne? Transfers mache ich jetzt nicht mehr. Vielleicht, wenn ihr noch 1, 2 Spieler unten reingeschrieben habt, muss ich mal gucken. Oder unter die Folge, aber ich denke mal, dann ist die Planung auch vorbei. Wir haben, wie gesagt, eine gute Truppe. Jetzt geht es halt darum, wir haben gleich schon Länderspielpause. Nach dem zweiten Spieltag gibt es schon mal eine Länderspielpause. Ja, den Nationalmannschaftskader kannst du abschicken. Training simulieren. Und dann schauen wir mal. Achso, wir sind jetzt schon am letzten Tag. Ne, Transfer. Oh, warte mal. Spielertausch mit Manuel Akanji. Wie stark ist denn Akanji? Der hat eine 82, ein Dika auch. Ne, der hat eine 83. Ne, dann behalten wir einen Dika.
Akanji noch zusätzlich vielleicht, ne? Wenn ich jetzt umstelle vielleicht. Vielleicht ist die Dreikette dann doch für mich eher so ein Notnagel. Vielleicht spiele ich das nicht von Anfang an. Mal gucken. Ich simuliere jetzt auf jeden Fall erstmal bis hierhin. Oh, Champions League Gruppen stehen auch schon fest. Sind einmal die Bayern geworden, ne? Bayern. Dann haben wir Başakşehir hier und Brügge. Ja, können wir auch gleich nochmal im Kompletten drüber gucken. Ganz viel zu Beginn, dass ihr wisst, was die Sache ist. Tabelle erstmal nach dem ersten Spieltag. Noch wenig aussagekräftig. Bergamo erster. Unten ist Bologna, Sassuolo und Lazio. Also, wie gesagt, das ist noch wenig aussagekräftig. Ach, Bergamo hat schon 2 Spiele, okay. So, was haben wir hier? Italienischer Pokal. Da sind wir noch nicht dabei. Das ist erst die zweite Runde. Südtirol gegen Monza. Das ist natürlich auch ein super Spiel. So, dann jetzt haben wir hier, gerade schon gesehen, wen haben wir hier? PSG, Neapel ist noch mit dabei aus italienischer Sicht. AC Mailand, Hoffenheim, ist auch irgendwie fehl am Platz. Dortmund natürlich, da gucke ich auch mal mit einem Auge mal drauf, was die so machen. Rom, ganz schön viel italienische Mannschaften mit dabei. Okay, also schauen wir mal. Ja, was mache ich hier mit der Truppe? Ob ich auf Viererkette umstelle hier standardmäßig, ob ich die Dreikette so als Notnagel nehme. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wir werden nochmal ein bisschen rumschrauben. Und dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was auf euch zukommt. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Spiel bei Florenz. Ciao, ciao.